Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zu einem zweiten Jubiläum, weil wir haben gerade mit dem Vara-Hannes, den ihr vielleicht von den Track Days oder den Roadshows on Tour kennt, über seine Varadero gesprochen, die heute 600.000 Kilometer erreicht hat. Ist aber nicht das einzige Motorrad, das er fährt. Ein zweites hat er nämlich von Honda bekommen, von Philipp Kornfeld, der hier links von mir steht. Hallo Philipp. Servus, grüß euch. Übergabe war nochmal genau wann? Im Februar 2015. Ja. 16. Februar 2016 war Übergabe. Ja. Bei uns im Haus haben wir damals ein Video gemacht, haben Hannes eben die Afrika zu ihm übergeben, haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, bekommt er einen neuen Namen, wie der Afro-Hannes heißt in Zukunft. Nein, er heißt weiterhin Vara-Hannes, wird weiterhin Vara-Hannes genannt. War neugierig, was er damit macht. Jetzt stehen wir da, 100.000 Kilometer, sind schlauer, haben viel mehr Erfahrung gemacht. Nach einem Jahr ist er mal zu uns gekommen, hat uns so einen Backen Zettel am Tisch gehabt, seine Mitschriften, Aufzeichnungen, Auswertungen, war höchst interessant. Wir schauen, wie er weitermacht damit. Ja. Gibt es irgendwen weltweit, habt ihr euch das angeschaut oder habt ihr Kontakt mit anderen Honda-Dependancen, der Ähnliches zusammenbringt, oder ist er da so ein bisschen ziemlich einzigartig? Also er ist sicher unter den Spitzenreitern. Wir haben mittlerweile in Europa schon zwei andere Fahrer, die über 100.000 Kilometer mit der Afrika zu ihnen haben, wobei die fahren ein einziges Fahrzeug, nicht drei wie der Hannes. Das ist der Unterschied. Also ich glaube, wenn er sich 100% auf ein Fahrzeug konzentrieren würde, wäre er unschlagbar bei dem Ganzen. Es ist interessant, weil Berichte von anderen Fahrern, die so viele Kilometer machen, decken sich oft mit den Aussagen auf dem Hannes. Natürlich gibt es auch Fahrer, die das Fahrzeug mehr Offroad bewegen. Der Hannes macht die Kilometer, spult die Kilometer runter, hat jetzt aber angefangen, auch, glaube ich, mit der Afrika zu ein bisschen Offroad unterwegs, um seine Freude am Offroad-Fahren zu finden. Ist natürlich interessant, wo sich das Ganze hin entwickelt. Aber in Österreich ist er meines Wissens mit Abstand der mit den meisten Kilometern. Wenn es einen gibt mit mehr Kilometer, bitte melden, ja. Kommentar, dann sind wir neugierig natürlich. Aber unseres Wissens ist er derjenige in Österreich mit den meisten Kilometern. Ja, also nochmal der Aufruf, den haben wir im anderen Video auch abgegeben. Wenn es einen Herausforderer gibt, gerne, wirklich gerne. Das würde mich interessieren, weil heizt dich dann sowas an? Du bist ja auch bei diesem Iron Bud Club oder hast da mal teilgenommen. Spornt dich das ein bisschen an, wenn ein anderer schreibt, habe ich schon 50.000 und du sagst, na, ich mache aber einen 60er? Ja, es ist schon ein Reiz. Es war ja bei Aerobad so, wie ich 2012 gelesen habe, dass es einen Deutschen gibt, der intern in der Aerobad-Hierarchie einen weltweiten Rekord hat mit knapp über 3000 Kilometern in 24 Stunden. Hat mir das gereizt, den zu toppen. Und dass mir 2014 gelungen ist, mit den 3138 Kilometern in 24 Stunden mit der Varadero. Da hat die Varadero auch schon 440.000 am Tacho gehabt und war von der Vorleistung her einwandfrei fahrbar. Und weil der Philipp gerade gesagt hat, wegen die Kilometer, wegen die 100.000, dass ich ja mehrere Maschinen habe, seit ich die Afrika-Twin bekommen habe, bin ich nur mit der Afrika-Twin und mit der Varadero über 151.000 gefahren. Also wenn ich die Varadero nicht auf die 600 hätte bringen wollen, hätte ich halt da jetzt 150.000 drauf. Dann fährst du doch mit einer dritten Honda, also du verlässt dich offensichtlich wirklich auf Qualität und alle drei Fahrzeuge bestätigen, glaube ich, dass sie unglaublich langlebig und robust sind. 100.000 Kilometer ist ja so, glaube ich, beim Gebrauchtkauf ein echtes No-Go fast, oder? Ich meine, Philipp, hast du schon mal irgendwo geschaut? Alles, was im sechsstelligen Bereich geht, sage ich, ist nicht mehr zu gebrauchen, aber er beweist das Gegenteil. Ja, ich bin natürlich auch auf Gebrauchtplattformen unterwegs, wie 1000 PS. Und ehrlich gesagt, ich würde kein Motorrad kaufen, das einen Ansar vorne stehen hat mit 100.000 Kilometern. Ich weiß es nicht, aber anscheinend kann man das bedenkenlos bei Honda machen. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie viele Fahrzeuge das mit über 100.000 Kilometer gebraucht angeboten werden. Es wäre vielleicht auch interessant, einmal auszuwerten, das zu sehen, was trauen sich Leute noch verkaufen. Ja. Da, dreimal darfst raten, ich habe schon mal nachgeschaut bei uns, dreimal darfst raten, was es für eine Marke ist. Honda natürlich, die Goldwings, 6 Zylinder, sind auch Vielfahrer natürlich. Der große Motor hält auch ewig und vielleicht noch die eine oder andere dann Electra Glide oder sowas in der Richtung. Aber sonst sind es, glaube ich, wirklich nur Goldwings. Ich habe letztens nachgeschaut. Wahnsinn, ja? Kann kein Zufall sein, oder Philipp, glaube ich. Nein, das ist schon absichtlich so gewählt. Ja, ich bin mit der Rebel heute gekommen.
Eins meiner liebsten Motorräder dieses Jahres, super Preis, extrem spaßig und viel Platz fürs Customizen. Gibt es irgendwen aus deiner Partie, der irgendwie auch sein ungewöhnliches Motorrad hat und trotzdem viel fährt? Na, mit ungewöhnlichen kenne ich persönlich wenig. Wie gesagt, Goldwyn, auch GS-Fahrer von der BMW-Fraktion. Ich weiß aber von einem BMW-Verkäufer, dass ein kleiner Teil die GS-Kunden sehr viel fahren und die meisten GS kommen für den ersten Tausender-Service erst nach einem halben Jahr. Äh, Ich denke mal, die Umstellung war vielleicht ein bisschen, also habe ich dich damals so beobachtet, wie du im Februar losgefahren bist, dann bist du zurückgekommen und dann warst du so, ja, muss ich mal schauen. Dann habe ich mir gedacht, aha, also er ist noch nicht ganz auf die Africa Twin eingestellt, weil du ja dann bis zu dem Zeitpunkt bist 14 Jahre mit der Varadero gefahren, wenn ich jetzt ungefähr richtig rechne. Was waren so die ersten Sachen, wo du gedacht hast, war da das jetzt unter Anführungszeichen jetzt gleich einmal ein bisschen zu modern, war da zu viel drauf und wo waren die größten Umstellungen für dich? Na, was mir sehr gut gefallen hat, dass Honda bei der neuen Konstruktion von der Africa Twin mit einem 1000er Motor unter die 100 PS geblieben ist. Weil Leistungen über 100 PS finde ich auf der öffentlichen Straße nicht unbedingt sinnvoll, weil man die eigentlich gar nicht braucht. Weil ich komme überall hin, ich bin nicht so langsam unterwegs und das schafft man mit der PS und Solar, was ganz am Anfang natürlich ein bisschen ungewohnt war, weil ich ja das Motorrad mit DCT, also mit der Automatik gekriegt habe. Da greift man schon aus der Gewohnheit einmal vor und will kuppeln, das ist ganz klar. Aber das war auf die ersten 1000 Kilometer an zweimal. Und teilweise, so wie heuer, wie vorher im vorigen Interview erwähnt, die 30.000 Kilometer, die ich heuer mit der Varadero gefahren bin, da muss ich ja selber schalten. Und jetzt habe ich bewusst gesagt, da muss ich selber schalten. Weil ich glaube, dass auch viele Motorradfahrer, die diese moderne Technik aus irgendeinem Grund ablehnen, das Schalten müssen mit Schalten wollen vergleichen oder verwechseln. Weil wie mehr ich mit der Africa Twin jetzt unterwegs bin, habe ich gar kein Interesse mehr, dass ich ständig mit dem linken Fuß wie ein Riverdänzer auf der Bühne umeinander klopfe, damit ich die Gänge wechsle. Wenn ich es mit 3 Decker, maximal 3 Decker Körpergewicht mit dem Daumen wie Blinker ausschalten, was ich schon in Videos erwähnt habe, die Motorbremsen stärker haben möchte, damit ich effizienter eben verzögere über die Motorbremsen, weil mein Gedankenzugang auch dann zu dieser modernen Technik war ja nicht die Bremsen zum Ausprobieren von der Africa Twin, sondern den Motor, also vor allem das DCT, das Doppelkupplungsgetriebe und auch über die Motorbremsen, die Belastungen über die Kupplungen zum Einbringen in den Motor, weil bei 48.000 Kilometer bei dem Service sind die ersten Bremsbeläge getauscht worden. Die sind dann damals vorsichtshalber getauscht worden, aber knapp danach bin ich in Frankreich auf eine größere Tour gefahren, dass da nicht was passiert. Und jetzt sind 100.000 drauf und da sind noch immer die zweiten Bremsbeläge drin. Also ich fahre jetzt 100.000 Kilometer mit 2 Garnituren Bremsbeläge auf die vorderen Scheiben. Hinten auf der hinteren Scheibe ist noch die originale Bremsbelag Backeln drinnen. Also die verwende ich im Offroad-Bereich ein bisschen beim Bremsen, wo man vorne ja weniger macht, aber die sind noch immer nicht abgenutzt. Also das heißt, ich fahre fast alle Belastungen wirklich über den Motor. Das ist ja die wichtigste Erkenntnis, finde ich jetzt fast. Gut, dass du das angesprochen hast. Nicht nur, dass der Motor das alles aushält, sondern diese moderne Technik. Und da gibt es sicher noch Zweifler und Kritiker, der sagen, naja, das wird nicht lange halten, bla bla bla. Offensichtlich, du bist der beste Beweis und deswegen glaube ich, schätzt ihr ihn und seine Arbeit auch so. Dass ihr da die Erfahrungen daraus ziehen könnt, okay, passt, das ist zwar hochmodern, aber es ist auch ebenso robust. Du bist zum Beispiel auch da mit dem XADV, ein zweiter ist gerade vorbeigefahren übrigens, ist auch ein Wahnsinn. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile das Gefühl, dass diese Dinge Gedanken lesen können. Bei der letzten Präsentation, wo das System ja schon weiterentwickelt wurde, zweimal glaube ich mittlerweile, habe ich einmal selbst eingegriffen. Ja, habe ich mir einmal gedacht, na, jetzt ist mir der zweite schon zu lang drin. Und sonst funktioniert das, ein Wahnsinnsgerät, oder? Es war mit der VFR 1200F, wo wir es eingeführt haben, das DCT-Getriebe, schon spooky eigentlich, wie gut es funktioniert hat, aber wie du richtig gesagt hast, wir sind mittlerweile ein paar Generationen weiter. Es wurde die Software abgedatet, ein bisschen technisch nachgefeilt. Es wird immer schlauer. Man muss immer weniger eingreifen. Es erkennt Gefälle, es erkennt Steigungen und damit macht es den Eingriff fast unnötig, außer man will jetzt vielleicht einmal, wie der Hannes richtig gesagt hat, er bremst weniger jetzt mit der Bremse, sondern eher Motorbremse, mal runterschalten, raufschalten. Ich glaube, du verwendest oft den Laufschaltknopf. Wenn er auf die 100.000 Kilometer
150 oder 200 Mal verwendet ist, wann ist viel. Ja. Also eher dann zum Runterschalten, einen Gang runter für die Motorbremse. Natürlich war es für uns interessant, weil von VFR 1200F beginnend haben wir keine technischen Probleme mit dem System gehabt. Jetzt ist die Frage, wie viel sind die Leute wirklich gefahren. Da bewegt sich doch einiges mehr als bei einer normalen Kupplung. Jetzt hat der Hannes die 100.000 Kilometer. Das System funktioniert einwandfrei. Das System hat gewisse Backup-Modi, sollte es mal ein technisches Problem geben. Da kann Hannes vielleicht ein bisschen was dazu erklären, weil es ist ein kleines Hoppala passiert. Mal war das ein Training oder? Nein, Roadshow. Im Zuge einer Roadshow, wo ich als Tourguide vorausgefahren bin, da von Garming-Rheinsberg in der Gegend, von einer Kuppe über einen Berg drüber, in so wie da, Waldgebiet rein, Schatten, Lichtschatten, da habe ich einen rutschigen Fleck im Kurveneingang übersehen und so wie also nicht in die Kurve rein und weggerutscht, sondern beim ersten Lenkimpuls in die Kurve rein, ohne einer wesentlichen Schräglage, ist mir das Vorderrad weggerutscht und die Maschine hingefallen. Und weil sie direkt fast aus der senkrechten Situation umgefallen ist, war natürlich der Aufprall vielleicht ein bisschen härter. Und da hat es was wir hinten noch draufgekommen sind, dann hat das DCT einmal nicht mehr funktioniert, also die Steuerung halt. Und dann habe ich über einen Manuellmodus schalten können. Dann bin ich von Euratsfeld weg, wo die Roadshow stationiert war, zum Christian Zwedorn, zu ihm nach Hause gefahren. Der hat dann Fehler ausgelesen und irgendwas neu initialisiert, glaube ich, heißt es. Und dann ist es wieder gegangen. Und dann ist es noch einmal aufgetreten. Und dann sind wir draufgekommen, der Mechaniker zu Hause, der Klaus Verbodi, dass beim Stellmotor ein Steckkontakt locker war. Durch den Umfaller. Und das ist neu angesteckt worden und von dort weg wieder. Ich bin vor kurzem 4000 Kilometer Alpenrallye gefahren. Viel Schotter dabei gewesen und sehr viele kleine, enge Straßen. Das funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, damals durch den Unfall hat es ein kleines Problem gegeben. Der ist aber ohne Austauschen von irgendwelchen Teilen behoben worden. Ja, das ist eben genau das angesprochene Backup-Programm. Wenn sich das System nicht sicher ist, dass es einwandfrei durch einen Sturz oder was auch immer funktioniert, dann lasst es sich nur mehr manuell schalten, das heißt mit Knopfdruck. Es schaltet nicht mehr automatisch, damit es nicht irgendwann in einen falschen Gang hüpfen würde. Ist ein Sicherheitsfaktor. Der Zwedi hat damals den Test angeschlossen, hat das neu angelernt und es hat wieder funktioniert. Wahnsinn, unglaubliche Infos, taugt mir total die Geschichte. Das Einzige, was mir noch auffällt, da ist jetzt eigentlich so ziemlich alles Serie. War das so die Vorgabe? Weil die Varadero hat er ja so richtig hergerichtet auf Wohnzimmersofa. Und Etwas ist nicht Serie. CLS über 1000 PS hat der Heiko selber angeboten, ein Motorrad komplett mit einem CLS-Kettenöler auszustatten, inklusive der Doppelsteuerung für die Heizgriffe. Und da bin ich nachher von euch angerufen worden, wer soll das kriegen? Also, wir können das nicht auf eine Maschine aufbauen, hast du zu mir gesagt, wo wir 2000 Kilometer im Jahr fahren, wie soll man da einen Kettenöler kontrollieren? Und die erste Kette ist nach 38.000 getauscht worden, die zweite nach etwas über 49.000. Von den etwas über 49.000 sind 13.000 schon über ein CLS geschmiert worden. Und jetzt die dritte Kette wird rein über ein CLS geschmiert. Und da bin ich jetzt selber gespannt, was dieses System dann an der Lebensdauer bewirkt. Ob man da wirklich jetzt dann deutlich über 50 erwarte ich mir eigentlich, weil wenn es länger halten soll, sollte ich jetzt mit der Kette deutlich über 50 fahren. Und das sollte... Jetzt ist August, ja, bis nächstes Jahr im März sein, dass man sagt, dass die Ketten von mir schon auf 60.000 ist und noch immer nicht zum Tauschen. Und ansonsten ist alles original. ja, bei der Honda, die fährt so lang, da muss man schon Dinge optimieren, dass der Rest auch so lange hält. Das ist echt irre. Wie lange darf der Hannes jetzt noch die Afrika Twin fahren oder muss sie fahren? Also wir haben das nicht zeitlich oder kilometertechnisch limitiert. Wir sind einfach wirklich gespannt, was er drauf bringt auf das Ganze. Ich habe es vor im Interview über die Varadero gesprochen, wann er die Million schafft. Die Frage ist, wenn die Varadero eine Million hat, wie viel wird die Afrika Twin parallel dazu haben? Also es wird sehr interessant, was die Zukunft da bringt. Ich bin auch total gespannt. Ich möchte dich übrigens jetzt nicht länger aufhalten. Wir haben schon viel zu lange geredet. Der muss fahren, der Mensch. Der muss richtig Gas geben jetzt. Heute erst. Aber das bis Entschuldigung, mit dem Hänger ist er gekommen, wir haben 2 Motorräder mit. Das kann auch der Hannes nicht. Wenn ihr ihm viel Glück wünscht und die 200.000 an der Varadero, an der Afrika Twin sehen wollt und die 1 Million an der Varadero, Daumen hoch, das motiviert den Hannes. Oder, was ihn noch mehr motiviert, ein Kommentar, dass ihr mehr fahrt.
da zuckt er dann aus und da geht er nur mehr Vollgas auf die deutsche Autobahn. Danke Philipp, danke Hannes. Wir gehen jetzt was essen, glaube ich, oder? Wir holen uns jetzt ein Schnitzel und der Hannes, der wird die Heimreise antreten und danach, glaube ich, machst du noch eine kleine Ausfahrt, so ein paar Hunderter, oder? Die sollten noch sein. Etwas muss ich noch sagen zum Philipp, seiner Bemerkung früher. Er will sich kein Motorrad kaufen, wo Ansa vorne steht. Ich werde da schauen, dass schneller Zweier kommt, dann ist es wieder vertretbar für die. Also gute Idee. Gut, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.